Ja, ihr habt es schon im Titel lesen können. Diesmal wird es ein etwas ernsteres Video. Solche Sachen ja, passieren, ne? Und sind natürlich immer ärgerlich. Wir wurden beklaut und haben die Person auch erwischt. Ja, wie ist es dazu gekommen und was ist genau passiert? Es ist immer, denke ich, für euch auch spannend, solche Hintergrundinformationen zu wissen und ihr könnt auch, wir wollen dieses Video dennoch positiv gestalten und allen Zuschauern, Arbeitnehmern und Arbeitgebern auch etwas mitgeben. Und es geht uns jetzt nicht darum, dass wir die Person irgendwie bloßstellen, von daher wir werden natürlich nicht sagen, um wen es sich handelt. Das Ganze hat sich zugetragen, das, was wir zumindest rausbekommen haben, war letzte Woche, als ich nicht da war. Wir führen bei uns immer regelmäßig Inventuren durch. Das heißt, wir gucken immer, ja, zählen halt bestimmte Warengruppen durch. Und gerade im Ladenlokal ist es so, muss euch vorstellen, wir haben jetzt da nicht viel an Ware da. Also wir haben vielleicht, weiß nicht, 10 Uhren, alle im Preissegment unter 10.000 Euro, lass es bis 15.000 Euro sein. Dann haben wir ein bisschen Gold, wenn wir es hochrechnen, alles zusammen vielleicht 50 Gramm. Also mehr ist nicht da und ein bisschen Silber. Und das war's. Also es ist jetzt nichts wo man viel klauen kann. Ne? Genauso hier vor Ort, wenn wir uns diese Räumlichkeiten hier anschauen, wir haben an Uhren, das was am Tag reinkommt, wird von der Security weggebracht und hier zu Hause haben wir auch nichts. Das heißt, es ist erstmal nicht einfach an diese Wertsachen ranzukommen und es geht gar nicht um diese Sachen. Es geht um Parfum, es geht in diesem konkreten Fall jetzt tatsächlich um 2 x 5 Gramm Gold. Und da hat sich Folgendes zugetragen. Wir haben eine Inventur gemacht im Ladenlokal und die Person, die die Wareninventurliste bekommen hat, dort stand, es sollen 5 Gramm Barren da sein. Die Tiziana, das ist so hier unten, das ist einfach ihr Bereich. Kann gar nicht so ernst bleiben, ne? Ich liebe diese Katze so sehr. Er sollte nachzählen, also er hat quasi eine Liste bekommen und da stand, es sollen 5 Stück da sein und es wurden dann halt nur 3 Stück gezählt. Das wäre jetzt erstmal ja, eine Inventurdifferenz gewesen. Daraufhin hat er aber die Liste verändert, hat aus der 5 eine 3 gemacht und er hat dann gesagt 3 von 3. Selbstverständlich muss diese Liste dann ins System eingetragen werden. Wir haben ein ERP-System, wo halt der Bestand abgeglichen wird. Also hat gar keinen Sinn gemacht. Und dadurch kam halt auf einmal, der eine sagt, hey, wir haben doch alles da. Und der andere sagt, nein, aber das System zeigt 5. Hey, hier steht doch 3. So, und dann ist es halt rausgekommen und dann wurde halt gesucht. Und auf einmal ging es dann diesem Mitarbeiter sehr schlecht. Er hat dann gesagt, sein Vater ist im Krankenhaus oder ihm geht es schlecht und er möchte nach Hause. Am Abend hat er dann, keine Ahnung, wie viele WhatsApp-Nachrichten geschickt, dass man morgen nochmal genau schauen soll und dass er nochmal nachgucken soll und dass wir morgen nochmal suchen. Dann ist er gekommen und hat dann, da war es aber schon klar, ne, als er geschrieben hat, ja, wir müssen jetzt nochmal genau gucken und sowas, war schon klar, dass derjenige ist, der unter dem Verdacht steht. Wir haben jetzt nicht alle Kameras, ne, unser System nimmt ja für einen gewissen Zeitraum auf und wir haben bis jetzt nicht geprüft, wann das Ganze weggekommen ist. Die Sachen wurden innerhalb von einer Woche eingeliefert, das heißt, wenn, dann hat er nur eine Woche Zeit, das Ganze mitzunehmen. Und dann am nächsten Tag, nachdem es ihm so schlecht ging, ist er morgens gekommen. Wir blenden das Video mal hier ein. Er geht dahin, wirft das quasi hinter den Schrank, guckt nochmal unten, ob das wirklich da liegt und ruft dann daraufhin noch den Vorgesetzten und dann haben sie es quasi gefunden. Wie ist das Ganze dann weitergegangen? Das Ganze ist dann so weitergegangen, ich bin dann aus Dubai und aus Hongkong von der Reise wiedergekommen. Wir haben uns dann zusammengesetzt. Daraufhin hat dann derjenige uns eine Geschichte aufgetischt, meint dann, ja, mir geht es ja finanziell gut, ich wurde bedroht. Von wem wurde es denn? Ja, weiß ich nicht. Dann hat er eine Großfamilie genannt, was sich auch im Nachhinein herausstellte, das stimmt vorn und hinten nicht. Diese Personen existieren nicht und die Geschichte wurde bedroht, er weiß aber nicht von wem, er weiß auch nicht, wie die Personen heißen und er musste quasi etwas klauen bei uns. Und dann hat er für 600 Euro Gold geklaut und als er aufgeflogen ist, hat er dann gesagt, er braucht das wieder und dann hat jemand anders ihm halt geholfen, das Gold wiederzubekommen. Gut, wir konnten an dieser Stelle nichts anderes machen, als den Herrn anzuzeigen. Das ist das, was uns übrig bleibt. Mehr können wir auch nicht machen. Die anderen Sachen, wir hatten halt hier vor Ort auch schon mal Inventurdifferenzen. Wir müssen halt jetzt nochmal alles zählen. Parfum im Ladenlokal ist auch leider weggekommen. Ja. Was können wir jetzt daraus lernen? Also vergessen wir mal denjenigen, der das gemacht hat. Übrigens, wirklich, der war echt ein guter Verkäufer. Aber das sind natürlich Sachen, die dann ihm in den Weg stehen. Naja, was können wir aus der Sache mitnehmen? Also für alle Leute, okay, die in Problemen stecken. Zum Beispiel, ihr arbeitet irgendwo
Und ich verstehe das schon. Das war jetzt in seinem Fall nicht der Fall, aber ich möchte trotzdem euch sagen, wenn ihr in finanziellen Notlagen steckt, okay? Ihr habt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ihr braucht auf einmal 2.000 Euro. 5.000 Euro, was weiß ich. Und ihr müsst das irgendwie zahlen. Waschmaschine ist kaputt gegangen, dies, das, irgendwas ist passiert, Auto kaputt und so weiter. Und ihr wisst nicht mehr weiter. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ihr mich schon länger begleitet. Ich war damals auch Angestellter und ich habe jetzt kein Riesengehalt und ich habe von zu Hause aus kein Geld bekommen. War mein eigenes Leben und bei mir wurde es auch teilweise sehr, sehr, sehr eng. Dann sprecht mit eurem Arbeitgeber. Ihr müsst das natürlich selber einschätzen, wie wichtig ihr für das Unternehmen sind. Ich kann nicht für alle Leute sprechen, für alle Arbeitnehmer sprechen. Bei uns ist es so, ich möchte schon, dass die Mitarbeiter hier hinkommen und ihre Arbeit gut erledigen. Und ich möchte auch, dass es den Mitarbeitern gut geht, weil nur wenn es denen mental gut geht, dann könnt ihr auch eine gute Arbeit abliefern. Und ich weiß, dass diese Geldproblematik sehr, sehr belastend sein kann und dass man vielleicht gar nicht mehr dann nachdenken und funktionieren kann. Und darum möchte ich euch bitten, wenn ihr in so einer Problemlage steckt, geht damit offen um. Geht zu eurem Arbeitgeber, spricht mit ihm darüber, vereinbart Sachen. Als Unternehmer gibt es immer Möglichkeiten, so etwas vertraglich festzuhalten, Auszahlungen vorzunehmen. Und für euch als Arbeitgeber, falls ein Mitarbeiter zu euch kommt, muss man auch ganz klar sagen, wenn ihr diese Sonderleistung dem Arbeitnehmer ermöglicht, wird es auch zu einer anderen Bindung kommen. Natürlich muss derjenige auch wichtig fürs Unternehmen sein, der muss ein wertvoller Mitarbeiter sein, der darf jetzt nicht das ganze oder das halbe Jahr fehlen und immer krank sein und also das ist ja eine körperliche Sache, aber der darf jetzt nicht halt auffällig sein für negative Beispiele. Es muss schon jemand sein, wo man sagt, okay, das ist jemand, den möchte ich auch lange halten, das ist auch ein wichtiger Mitarbeiter und mit dem möchte ich auch lange zusammen sein. Und sowas bringt immer eine andere Bindung mit rein. Und diese Art von Menschlichkeit, das ist nicht normal, ne, dass jemand so etwas macht, aber für all die Arbeitgeber, wenn ihr das euren Mitarbeitern ermöglicht, dann werdet ihr da schon eine andere Bindung erreichen. Und ich glaube, das wollen wir alle. Ne? Wir alle wollen, dass unsere Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen und gewissenhaft und auch gut und effektiv arbeiten und das wird man dadurch schon erreichen können. Ne? Wie gesagt, es kommt immer auf die Substanz an. Alles andere, glaube ich, muss darüber hinaus jeder selber entscheiden. Wir alle wissen, dass wir nicht klauen sollten. Wir alle wissen, dass wir sowas nicht machen sollen. Es passiert immer wieder und falls ihr euch mal in eine Situation manövriert habt, der ihr nicht rauskommt, das haben wir auch bei Better Call Mark immer mal wieder. Ihr habt Situationen, die ihr nicht lösen könnt. Die Nummer 1 Lösung für die meisten Probleme ist Kommunikation. Versucht in den Austausch zu gehen, versucht mit Personen zu reden über eure Probleme. Egal ob es mental ist oder ob es euch sonst irgendwelche Probleme habt. Versucht mit Menschen darüber zu reden. Nur wenn man redet, kann einem geholfen werden. Ne? Und wir verbringen nun mal sehr viel Zeit bei der Arbeit, ist nun mal so. Und darum finde ich es nur naheliegend, wenn ihr da vielleicht mit eurem Arbeitgeber sprecht. Ihr müsst es am Ende selber entscheiden. Ich sehe schon die YouTube-Kommentare wieder, wo solche Leute dann darüber auslassen, dass das keine Lösung ist, mit dem Arbeitgeber darüber zu sprechen. Aber es ist tatsächlich nicht immer ein Feindbild. Ne? Der Arbeitgeber ist nicht immer der Feind und der Arbeitgeber hat auch meistens das Interesse, dass ihr zur Arbeit kommt und auch zufrieden seid. Von daher, ja, das war nur ein kleiner Einblick, wie das im Unternehmerleben so mal ist. Und die nächsten Videos werden wieder die Vlogs sein. Das war jetzt nur ein kleiner Zwischeneinschub und ja. Von daher lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, ob ihr schon mal in so einer Position wart, dass ihr nicht weiter wusstet und ihr habt dann Hilfe bekommen oder vielleicht seid ihr heute immer noch alleine. Auf jeden Fall, was nichts bringt, ihr braucht mir nicht per Instagram zu schreiben, dass ihr 2.000, 3.000 Euro haben wollt. Ne? Momentan, es gibt immer so Wellen, wo die Leute schreiben, Marc, bitte schick mir 300 Euro, ich weiß nicht mehr weiter und so weiter. Leute, ihr seid bei mir an der falschen Stelle. Also kann ich jedem 300 Euro, 2.000 Euro schicken. Wirklich, ich glaube, euch allen geht es schlecht. Ich verstehe das schon, aber das kriegen wir so nicht realisiert. Ne? Also das braucht ihr jetzt nicht zu machen. Von daher lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir das nächste Mal uns wieder.